Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commake. Dies wird meine neue Gartenküche und der Rohbau steht. Ich habe die Wände hochgezogen, habe die Schlitze gefräst und auch die Dosen für die Elektrik bereits eingebaut. Nun wird es Zeit, hier ein Dach darüber zu setzen. Mit einem Holzgebälk, mit Rauschbund obendrauf, USB-Platten, Schweißbahn soll das Ganze nach oben hin abgedichtet werden und danach soll auch eine PV-Anlage auf dieses Dach installiert werden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorgehe, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran, gleich geht's los. Um zukünftig, unabhängig vom Wetter, egal ob Regen, Schnee oder Sonne, hier in dieser Gartenküche kochen und grillen und backen zu können, benötige ich ein Dach. Mein Ziel ist es, über diese gesamte Fläche ein Dach anzubringen. Hierzu werde ich Querbalken auf dieser Seite aufbringen und dann eben die Sparren, die von rechts nach links mit Gefälle eingebaut werden. Hier vorne an der Bar ist es mein Ziel, einen Pfosten aufzubauen und einen großen Balken, der von dem Stein oben über diesen Pfosten hinweg geht, bis hierher, bis zur Kante aufliegt. Die Holzbalken habe ich bereits da und entsprechend vorbehandelt. Auch den Rauschbund, der mir als Unterkonstruktion für die Dachfläche dienen soll, ist auf einer Seite bereits vorgestrichen worden. Ich habe hier den Balken, der als Steher fungieren soll, und einen Ersatzbalken, der als Sparren fungieren soll. Den musste ich nochmal austauschen, weil das Original, das ich zunächst bekommen hatte, doch erhebliche Schäden aufgewiesen hatte. Der große Querriegel ist aufgebracht. Ebenso wurden alle 8 Sparren auf dem Riegel und hinten auf dem Ablagebrett befestigt. Der Pfosten hier vorne an der Front steht direkt auf der Bar. Das Ganze wurde über eine Metallplatte befestigt und nicht wie üblich mit einem Gewindestab in die Tiefe gesetzt. Das Risiko war einfach zu groß, dass bei der Belastung des Daches diese Ecke hier vorne durch den Gewindestab einfach herausbricht. Ich wollte die Auflagefläche einfach ein wenig größer haben. Während der Querbalken über der Bar ein wenig nach außen gesetzt ist, um später anputzen zu können, ist der innere Bereich offen und ihr seht, mein Leerrohr passt noch vorbei. Auf der anderen Seite war nicht ganz so viel Platz. Die Leerrohre mussten daran klauben und wurden abgeschnitten. Hier werde ich von oben Löcher an die Position bohren, wo das Leerrohr sich befindet, damit ich auch später noch meine Kabel durchziehen kann. Bevor ich oben auf das Dach den Rauschbund aufbringen kann, muss der letzte Balken noch gestrichen werden. Dieser wurde kurzfristig ausgetauscht, da das Original leichte Schäden hatte. Gleichzeitig muss ich die Mauern auf den Außenseiten noch ansetzen. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze ja nicht bis oben bündig gewesen, weil ich nicht wusste, wie hoch ich komme. Ich habe schon einmal den Querriegel eingebracht, den Sturz für das Fenster und werde nun die Steine zurechtsägen, damit sie unter dem Dach verschwinden.
Ich habe die Wände keilförmig bis unter die Dachkante aufgemauert. Somit habe ich einen seitlichen Abschluss und der Wind kann nicht von der Seite herein. Nachdem die seitlichen Wände hochgezogen worden sind, kann ich den Rauschbund auf die Sparren anschrauben. Das Dach wird von oben nun verschlossen. Nach 4 Stunden ist der Rauschbund auf dem Dach verschraubt. Nut und Feder passen nicht überall perfekt ineinander, aber mit einem Schlag und dem Kantholz war das Ganze zu meistern. Pro Brett habe ich in der Mitte eine Schraube versenkt. An den Seiten sind es jeweils 2 und auch an der Stirn vorne und hinten jeweils 2 Schrauben. Nun kann ich die OSB-Platten aufbringen, anschließend die Traufbleche, die Ortbleche, die Regenrinne und dann die Schweißbahn. Die Hälfte des Dachs, die habe ich fertig. Ein guter Zeitpunkt für eine kleine Pause. Was haltet ihr bisher von meinem Video? Daumen hoch, würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt mir doch eure Meinung, eure Hinweise, eure Kritiken unter das Video in die Kommentare hinein. Übrigens, unten in der Beschreibung findet ihr auch die von mir verbauten Materialien und meine Werkzeuge. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und selber noch das nötige Werkzeug sucht, kauft über meine Links ein. Gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Vielen Dank an der Stelle. Weiter geht's.
Unter die Schweißbahn, die ich auf die OSB-Platten aufbringe, kommen an der Seite Ortbleche und hinten ein Traufblech. Das Traufblech soll natürlich direkt in die Regenrinne hineinleiten. Die Regenrinne selber werde ich hier am Balken befestigen. Hierzu habe ich bereits die entsprechenden Pakete von der Post erhalten. Lasst uns einmal schauen, was ich mir hier Tolles bestellt habe. Im ersten Paket befindet sich das Ortblech. Insgesamt handelt es sich hierbei um 6 Stück à 2 Meter. Und ich muss sagen, für den Preis bin ich durchaus angetan von der Qualität, die ich hier geliefert bekommen habe. Diese Bleche werde ich an den Seiten links und rechts aufbringen. Unterhalb der Regenrinne bzw. ans Ende wird das Traufblech montiert. Das Wasser fließt über das Dach, hier über die Kante nach unten. Mit einer Tropfkante versehen, landet das Wasser auch da, wo es hin soll, nämlich in der Regenrinne. Von diesen Blechen habe ich ebenfalls 6 Stück à 2 Meter, denn hier möchte ich neben dem Ende über der Regenrinne auch die Stirn an der Vorderseite beplanken. Was bleibt? Die Regenrinne. Dieses Montageset habe ich bereits bei der Vogelvoliere verwendet. Das Regenrinnenset ist für eine Länge von maximal 7 Metern ausgelegt. Das Ganze kann aber gekürzt werden. Neben der Rinne gibt es auch die Fallrohre mit entsprechenden Winkeln, um das Ganze um die Ecke herum verlegen zu können. Damit das Wasser aus der Rinne direkt auch in das Fallrohr sauber laufen kann, gibt es dieses Adapterstück, was ebenfalls befestigt wird direkt. Die Regenrinne kommt auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach eingeklipst und das Wasser kann problemlos nach unten in das Fallrohr weiterlaufen. Die einzelnen Rinnen haben eine Länge von 2 Metern. Damit ich diese verlängern kann, denn ich brauche ja über 5 Meter Länge, gibt es diese Verbinder. Auch hier wird auf beiden Seiten die Rinne eingeklipst und über die Gummidichtung hält das Ganze auch dicht. Für das Fallrohr gibt es diese Halterung dazu. Das wird in das Holz eingeschraubt und dann einfach zugeklippt und stabilisiert das Fallrohr. Die Regenrinne selber wird über diese Klipse am Haus befestigt. Das Ganze kann direkt über die beiden Löcher in ein Stirnbrett verschraubt werden. Die Rinne wird eingeklipst, eingehangen und das Ganze hält schon. Wenn der entsprechende Winkel nicht passt, weil das Rohr nicht bzw. die Wand nicht die richtige Schräge hat, gibt es diese Adapter dazu. Ich kann hier das Ganze von hinten anlegen und hätte dann in dem Fall die Möglichkeit, die Rinne deutlich schräger zu stellen bzw. über diesen Weg nicht ganz so schräg. Wer kein Stirnbrett hat oder wenn dieses Brett zu knapp über dem Dach ist, dass kein Einlauf mehr möglich ist, der kann auf dieses Set mit diesem Winkel zurückgreifen. Ich habe mir die Rinneisen alle montiert. Den ersten und den letzten, den habe ich mir ausgerechnet, um ein Gefälle von ungefähr 1 bis 2% hinzubekommen. Anschließend habe ich mir eine Schnur gespannt vom ersten bis zum letzten und konnte dann an dieser Schnur entlang die anderen Rinnhaken, die anderen Klipse montieren. Nun werde ich die Regenrinne einklipsen, die Verbinder setzen und anschließend das Traufblech von oben aufbringen.
Die seitlichen Ortbleche und die Faltbleche an der Stirn bzw. das Traufblech auf der Rückseite in die Regenrinne sind montiert. Die Bleche überlappen sich gegenseitig, so dass das Wasser von oben nach unten problemlos ablaufen kann. Nun werde ich die Schweißbahn direkt auf die OSB-Platte anbringen. Ich verzichte in diesem Falle auf eine Dachpappe, werde mir aber einen Wasserschlauch bereitlegen, um ein mögliches Feuer zu vermeiden bzw. einzudämmen. Zum Verschweißen verwende ich ganz normales Gas, welches ich mir aus der Buddel hole, und einen normalen Schweißbrenner, der mir schon viele gute Dienste geleistet hat. Ich habe es geschafft. Das Dach der neuen Gartenküche ist fertig montiert. Ich habe die Unterkonstruktion gebaut, die Sparren, den Rauschbund, die OSB-Platte, die Regenrinne ist eingebaut, das Traufblech vorne, hinten, die Ortbleche an der Seite und zum Schluss noch die Schweißbahn. Dieses Dach ist definitiv dicht. Nun kann ich mich um den Innenausbau meiner Gartenküche kümmern. Neben dem großen Napoleon Gasgrill sollen natürlich viele weitere Teile hier eingebaut werden. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren und ihr erhaltet regelmäßige Infos in Form neuer Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like, teilt das Video, das würde mich riesig freuen. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt und Materialien oder Werkzeuge benötigt, schaut doch mal in die Beschreibung unter dieses Video, da habe ich alles, was ich hier verwendet habe, verlinkt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!